wir brauchen heimische Landwirtschaft, um die Ernährungssicherheit herzustellen. Und wir wollen Lebensmittel produzieren, und zwar in höherer Qualität. Und Regionalität bringt Wertschöpfung für uns. Regionalität ist für mich tatsächlich auch das A und O. In Berlin ist Grüne Woche. Rund 1500 Aussteller und mehrere hunderttausend Besucher kommen zur weltweit wichtigsten Messe für Agrar- und Ernährungspolitik. Regionalität ist hier ein großes Thema. Doch die Realität sieht kritischer aus. So erreicht Deutschland beim Gemüse lediglich einen Selbstversorgungsgrad von 37%. Und auch nur jeder zweite hierzulande verzehrte Apfel stammt aus heimischer Produktion. Das kann und muss sich ändern. Wir schauen uns jetzt auf der Messe mal um. Der geringe Selbstversorgungsgrad liegt unter anderem daran, dass den Landwirten Pflanzenschutzmittel dringend fehlen. Die Innovationen sind bereits da, aber die Zulassung kommt nicht voran. Um mal eine Zahl zu nennen, seit 2020 wurde in der EU kein einziger neuer chemischer Wirkstoff zugelassen. Auch bei den biologischen Präparaten sieht es nicht viel besser aus. Gleichzeitig verlieren wir immer mehr Wirkstoffe, die bereits zugelassen sind. Das bedroht die regionale Selbstversorgung und die Politik muss hier dringend handeln. Pflanzenschutzmittel sind in der Tat wichtig und deswegen brauchen wir sie auch in Zukunft. Und die EU-Kommission hat uns ja signalisiert, dass es zukünftig oder dass sie daran arbeitet, zukünftig Pflanzenschutzmittel leichter zuzulassen. Und Lebensmittel sind das Entscheidende, wovon wir jeden Tag leben. Und deswegen bin ich sehr stark darauf fokussiert zu sagen, wir brauchen heimische Landwirtschaft, um die Ernährungssicherheit herzustellen und auch beizubehalten. Dazu gehören Pflanzenschutzmittel, aber auch viele andere Faktoren. Kein Landwirt wird Pflanzenschutzmittel übermaßen oder übermäßig auf den Acker bringen, sondern nur so viel, wie es minimal braucht. Wir brauchen wirklich neue Wirkstoffe, die dann auch umfassend wirken. Und wir wollen Lebensmittel produzieren, und zwar in höherer Qualität. Alle reden von Regionalität und gerade hier auf der Grünen Woche ist das natürlich sehr präsent und es wird auch sehr viel damit geworben. Was bedeutet für Sie Regionalität? Und Regionalität bringt Wertschöpfung für uns. Regionalität sorgt dafür, dass unsere Landwirte, die bei uns tolle Produkte produzieren, auch eine Zukunftssicherheit haben. Regionalität ist für mich tatsächlich auch das A und O. Natürlich brauchen wir auch Standortbedingungen und wir brauchen Rahmenbedingungen, die dazu herbeigeführt werden, dass sich regionale Unternehmen auch entwickeln und weiterentwickeln können. Regionalität ist wahnsinnig wichtig und auch für unsere heimische Landwirtschaft, denn letztendlich bedeutet Regionalität für mich, dass die heimischen Lebensmittel wirklich aus der Region kommen und halt nicht importiert wird. Da haben wir ein strukturelles Problem bei der Pflanzenschutzmittelzulassung durch das Umweltbundesamt, also kurz UBA. Also diese Verwaltungsakte, die dahinter stehen, die sind nicht unerheblich. Dass wir natürlich nicht jeden Wirkstoff zugelassen haben wollen, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Wir müssen zu schnelleren Zulassungsverfahren kommen, weil wir wollen diesen doch sehr produktiven Standort der Lebensmittel- und Futtermittelproduktion Deutschland, den wollen wir nicht verlieren. Es ist einfach wichtig aus meiner Sicht, dass weniger Entscheidungen treffen und nicht alle sich irgendwie einmischen können. Das ist das eine. Das zweite ist, es muss ein Umdenken kommen und das muss wiederum aber von der Führung, von der Politik her kommen. Und wenn wir hier bessere Ideen haben, klugere Ideen haben, Pflanzenschutzmittel, was die Zulassung angeht, anders zu behandeln, das brauchen wir auch. Dann haben wir auch eine Zukunft. Also wir machen Druck auf die Bundesregierung, dass die Verfahren beschleunigt werden. Also ohne diese Werkzeuge kriegen wir auch keine gesunden Lebensmittel hin. Die Politik ist die eine Sache, aber wie sehen das die Verbraucher? Ich habe hier einen Apfel in der Hand und ich wollte dich einfach mal fragen, was schätzt du, wie hoch ist der Selbstversorgungsgrad? Ich würde hoffen, den Großteil, vielleicht 80%. Naja, so 40%. Gute Frage, ich würde sagen 80%. 30%? Ja, wir liegen aktuell bei 50%. Also 50% können wir selber in Deutschland anbauen und 50% müssen wir importieren. Um den Selbstversorgungsgrad zu erhalten oder zu erhöhen, auch gerne, wenn es nötig ist, Pflanzenschutzmittel einsetzen. Muss halt umweltfreundlich sein. Ja, das sollte man schon einsetzen müssen, ja. Ja, wenn die vernünftig geprüft sind, können wir die doch benutzen.
Fall lieber hier anbauen und ein bisschen die Pflanzen schützen. Es ist natürlich schöner, wenn die Sachen auch wirklich aus der Region kommen. Ja, absolut. Also natürlich muss man gucken, dass man das Ganze nachhaltig einsetzt, aber ich bin da sicher, dass wir das in Deutschland eigentlich da auf einem guten Weg sind und das auch mit guter Gewissheit tun können. Ja. Wir Landwirte haben ja 52 grüne Wochen im Jahr, nur halt auf dem Acker. Damit wir die regionale Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen können, muss sich in der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln etwas ändern. Und das heißt, Innovation ermöglichen.